Mal will man einfach nur seine Ruhe haben, in Ruhe arbeiten oder das machen, worauf man Lust hat. Wir wissen noch nicht wo und wie und was, aber natürlich haben wir auch vor, irgendwann mal vielleicht ein kleines Grundstück zu haben. Willkommen zu einer neuen Folge mit uns beiden. Wir sind immer noch am selben Platz, wo wir euch letzte Woche verlassen haben. Wir fahren heute aber ins nächste Land. Bevor wir das aber machen, ich habe noch ein bisschen Hunger. Und ein bisschen unvernünftig gehen wir jetzt noch ein leckeres Cevapcici-Brötchen essen. Ich nicht. Anne konnte ich jetzt als Vegetarier nicht so begeistern für. Ich versuche meinen Fleischkonsum auch zu drosseln. Ich habe Fabi versprochen, dass er noch sein Cevapcici-Brötchen bekommt. Ich bin übelster Cevapcici-Fan. Ja, ist er wirklich. Also wir waren mit unseren lieben Freunden Caro und Basti in Istrien letztes Jahr. Das Video können wir euch gerne mal verlinken. Willkommen in Istrien. Yes. Und da wollte Fabi gefühlt jeden Tag Cevapcici essen. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wer noch Cevapcici-Fan ist. Der heißt Das ist Walter und das ist hier so eine Institution in der Stadt hier. Da muss man anscheinend gewesen sein beim Das ist Walter. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, ansonsten müssen wir heute aber noch einkaufen, Wäsche waschen, ja. Wasser auffüllen. Ein paar To-Dos stehen heute auf unserer Liste, denn morgen ist Feiertag. Und wir fahren ja auch noch heute in ein neues Land. Das müssen wir auch noch machen. Und wir haben bis gerade eben gearbeitet. Das heißt, der Tag wird viel nicht zu tun. langweilig. Ja. Aber als allererstes Cevapcici. Wenn mein Schatzi glücklich ist, bin ich auch glücklich. Man muss eigentlich nur auswählen, wie viele man insgesamt haben möchte. Es gibt eigentlich nur viele. Oder halt noch mehr. Also 5 oder 10. Und dann kann man es noch irgendwie kombinieren. Aber ich bin jetzt mal klassisch unterwegs. Klassiker. Ich freue mich. Das sieht genial aus. Ich glaube mir ein Stück Brot mit Eiweiß sieht auch gut aus. Ja. Da ist jemand happy. Ja, mit richtig viel Eiweiß. Gibt leider nicht viel Besseres für mich. 3 Kilo Zwiebeln. Und? Ja, ziemlich geil. So, mal schauen, ob ich morgen die Gicht habe. War schon lecker, muss man sagen. Sowas gönne ich mir jetzt auch nicht jeden Tag. Also so 10 Cevapcicis schon Overload. Ich habe auch nicht alle gegessen. Wir fahren jetzt los, müssen noch einen kleinen Pass überwinden. Ja, denn durch die Zeitumstellung wird es jetzt ja noch früher dunkel und ja, ich will nicht im Stockdustern jetzt die Passstraße fahren. Ja, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall jetzt ins nächste Land, weil hier hat morgen nichts auf und wir haben sonst nichts mehr zu essen. Sonst müsste ich morgen nochmal Cevapcicis essen und das wollen wir nicht sehen. Aus einem neuen Land von einem etwas trostlosen Parkplatz mitten in Klagenfurt. Zweckmäßig würde ich es nennen. Mehr kann man das nicht bezeichnen. Ja, diesen Stellplatz hier. Er ist einfach nur zweckmäßig. Wir schauen uns heute Klagenfurt an. Wir sind gestern Abend noch über eine kleinere Passstraße gefahren zwischen Slowenien und Österreich. Das ging ganz okay, oder? Also dafür, dass es dunkel war. Es war schon auch, war nicht so lang. War auch anstrengend, aber lang nicht so krass wie dieser große Pass an dem Nationalpark in Slowenien. Ja, dann haben wir noch eine Maschine Wäsche gewaschen, waren einkaufen und sind dann auch erst 8:30 oder so am Stellplatz gewesen. Ja, und das Verrückte war, also es wird ja jetzt langsam wirklich dunkel und es war halt schon um
6 oder so hat sich's angefühlt wie um 10 Uhr abends. Also man halt irgendwie alles unmittelbarer mit, wenn man im Van unterwegs ist, als wenn man, ich denke, wenn man zu Hause sitzt und einfach das Licht anmacht. Weil für mich war früher auch immer das Schlimmste, so im November dann im Dunkeln zur Arbeit gehen und im Dunkeln nach Hause kommen. Jetzt gucken wir uns heute einfach mal Klagenfurt an. Wir waren beide noch nie hier. Heute ist Feiertag, deswegen machen wir uns einen gemütlichen Tag, aber werden dann auch heute Abend, oder heute Nachmittag besser gesagt, weiterfahren. Sagst du, hat sich das Klagenfurt am Wörthersee verdient? Ja, noch habe ich den Wörthersee nicht gesehen, aber die Strecke hier zum Reinlaufen ist lang, aber schön. Das war meine Einschätzung. Was sagst du denn? Also wir haben jetzt eigentlich Klagenfurt verlassen, zu Fuß, und laufen jetzt zum Wörthersee. Das hat jetzt nicht mehr so viel mit Klagenfurt zu tun, finde ich. Aber sind jetzt Das heißt ja auch am Wörthersee. Am Wörthersee, ja. Wir sind jetzt, eine Stunde läuft man rein. Es ist eine sehr schöne Strecke hier an so einem kleinen Bach entlang, aber wir müssen wieder zurück auf jeden Fall. Habe ich gerade eben auch schon erkannt. Den Bums wieder zurücklaufen. Bitte. Geil. Willkommen am Wörthersee. Ganz schön. Der ist auch echt groß. Also, Ja, guck mal, der geht da ja noch weiter. der zieht sich ganz schön. Ich glaube, den werden wir nicht mehr umrunden heute. Sind ja auch schon eine Stunde hergelaufen. Wir müssen auch noch eine Stunde zurücklaufen. Aber es ist eine sehr schöne Strecke, können wir sehr empfehlen. Ja, ist echt nett. Also die ganze Zeit an dem Fluss lang und so. Ja gut, Fluss ist ein bisschen übertrieben, aber an dem Bach. Ja. Fabi hat gerade Kaffee gekocht und auf einmal hat es ein bisschen komisch gerochen. Es ist ihm aufgefallen, dass er vergessen hat, Wasser in die Bialetti zu tun. Also haben wir gerade einfach nur mal das Kaffeepulver ein bisschen angeröstet. Das passiert, wenn man früh aufsteht und noch nicht munter ist. Aber ist auch nicht so schlimm. Jetzt machen wir es nochmal neu. Und starten in einen neuen Arbeitstag. El Niño come. Fabi hat sich jetzt mal die Zeit genommen, um ein bisschen Sport zu machen und nach Corona da wieder ein bisschen in seine sportliche Aktivität reinzukommen. Und ich nehme mir die Zeit währenddessen, um an meinem Spanisch zu arbeiten. Und dafür habe ich die Plattform Rosetta Stone entdeckt. Denn wir haben letztes Jahr auf Mallorca ja sehr, sehr schnell gemerkt, dass wenn wir in einem Café sind oder mal nach der Richtung fragen müssen, dass wir total auf dem Schlauch stehen und mit unseren wirklich sehr basic Spanischkenntnissen nicht weiterkommen. Fabi ist zurück von seinem Sportprogramm und jetzt wollen wir aber mal den Herrn des Hauses Pablo auch ein bisschen mit in das Sprachgeschehen einbinden. La mujer corre. La mujer corre? La mujer come. Okay. La mujer come. Der Mann läuft. Die Frau isst. Mujer come. Das werden wir jetzt einfach noch ein bisschen zusammen machen, damit auch Fabi damit reinkommt und wir dann in Spanien topfit sind. Wenn ich euch jetzt etwas motivieren konnte und auch ihr Interesse daran habt, Rosetta Stone zu nutzen, um eine neue Sprache zu lernen, dann findet ihr bei uns unten in der Videobeschreibung einen Link. Wenn ihr auf diesen Link klickt, gelangt ihr auch direkt zu Rosetta Stone
Und das Tolle ist, ihr bekommt vor allem 50% Rabatt auf die lebenslange Mitgliedschaft und zahlt dann nur noch einmalig 174,50 € anstelle von 350 € und habt auch 30 Tage Rückgaberecht, falls ihr nicht zufrieden seid. Willkommen zurück in der Vanlife-Realität. Wir stehen an einem ganz unspektakulären Parkplatz jetzt mitten in Deutschland. Wir sind zurückgefahren aus Österreich. Wir haben keine Stellplätze so wirklich gefunden, deswegen sind wir zurück in Deutschland und wir haben auch einen Grund, warum wir zurück in Deutschland sind. Wir müssen da lang. Wir haben auch einen Grund, warum wir zurück in Deutschland sind. Den verraten wir euch aber erst Nee, doch, da lang. nächste Woche. Navigatoren, bist du dir sicher, wo wir jetzt lang gehen? Ja. Und deswegen sind wir jetzt aktuell in Bayern. Wir sind in Bayern, um genau zu sein, sind wir in Altötting. Das heißt, wir sind zurück in Vanlife Deutschland. Ja, was auch mal ganz interessant sein kann, weil oftmals ist es ja so, dass man für die schönsten Ecken gar nicht so weit fahren braucht, Ja. sondern die vor der Tür sind und man die einfach nicht auf dem Schirm hat. Ja, der Stellplatz hier ist jetzt alles andere als spektakulär, aber trotzdem wieder super Also cool danke an die von der Gemeinde. Ja. Altöttingen, AÖ, ein sehr schönes Kennzeichen. Toll mit allem, was man als Camper so braucht. Wie gesagt, jetzt von der Natur, jetzt natürlich nicht spektakulär, aber wir haben es ja schon mal erwähnt, zu 80% steht man halt einfach auf solchen Plätzen. Vor allem dann, wenn man arbeiten muss, so wie wir. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das muss einem ja auch einfach immer ein bisschen bewusst sein. Für uns ist das ja mittlerweile nicht mehr ein Urlaub oder eine Reise an sich, sondern es ist halt einfach unsere Wohnung. Ja. Und da stehen wir halt auch mal auf schnöden Parkplätzen oder Wohnmobilstellplätzen, was vollkommen okay ist. Wenn wir ehrlich sind, sind diese Parkplätze, die nicht so wunderschön sind, auch gleichzeitig die stressfreisten, weil man hier einfach alles hat und wir jetzt einfach mal schnell zum Bäcker gehen können. Das kannst du mitten in der Natur nicht. Und wenn du einfach nur deine Arbeit erledigen möchtest, ist das manchmal auch einfach, ja, ein Segen. Stressfrei und einfach die einfachere Variante. Das sieht gut aus, oder? So, heute Abend gibt's dann mal Stulle mit Brot. Fabi sagt ja, er könnte es noch viel öfter essen, aber ich lege schon darauf Wert, einmal am Tag eine frisch zubereitete Mahlzeit zu haben. Und Fabi freut sich auch immer, wenn ich lecker koche. Ich freue mich jetzt auch erstmal auf unseren Stück Kuchen. So richtig schön Kaffee und Kuchen machen wir jetzt. Ja, das war auch so eine richtig traditionsreiche Konditorei, Bäckerei. Ja, das stimmt. Genießen wir hier mal so ein bisschen das Dorfleben. Ja, das bayerische Dorfleben. So eine schöne bayerische Brotzeit gibt's heute Abend. Oberster haben wir leider nicht. Einfach gut. So, einmal was Seriöses angezogen für ein Bewerbungsgespräch. Und Fabi? Ja, Traditionsbäckerei. Yes, gibt's Kaffee und Kuchen. Oh, das ist so gut. Das ist sowas, was man als Jugendlicher völlig unterschätzt, glaube ich. Wir sind ja jetzt gerade so die letzten 2 Wochen echt auch viel hin und her gefahren und haben oft die Stellplätze gewechselt. Und jetzt gerade fühlt es sich, glaube ich, auch mal gut an, hier einfach so ein bisschen diesen Alltag und Arbeitsalltag und Kuchen und Kaffee zu genießen. Ja, und ich weiß nicht, das ist, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht hier das super Plätzchen oder so, aber das braucht man manchmal gar nicht. Manchmal will man einfach nur seine Ruhe haben, in Ruhe arbeiten oder das machen, worauf man Lust hat und dann einfach Kaffee und Kuchen essen und dann einfach entspannen. Und ich glaube, das ist gerade, wenn es jetzt so ein bisschen dunkler wird und ekliger, dann braucht man das nochmal mehr, dass man sich einfach seine Zeit nimmt und einfach ein bisschen entspannter macht und einfach mal so die kleinen Dinge genießt vielleicht. Feierabend im Hause Pablo. Separate Me-Time. Fabi habe ich beim Zocken erwischt.
Ja, ich zocke heute ganz stumpf meine Runde, ja schon ewig nicht mehr gemacht. Echt, also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gemacht hast. Ich gehe eine Runde spazieren und mit meiner lieben Freundin Paula telefonieren. Der Winter ist angekommen in Altötting. Wir frieren ganz schön. Es ist nicht mehr das perfekte Vanlife-Wetter. Nicht mehr das easygoing Vanlife-Wetter. Gucken wir uns jetzt mal Altötting an. Wir wissen auch noch nicht so richtig, was mit uns anzufangen heute. Nee, wir sind ein bisschen lost in Deutschland. Ja, weil wir sind ja aus einem Grund auch in Deutschland, aber hängen jetzt gerade noch so ein bisschen in der Luft. Also das Ding scheint hier in der Kirchenwelt ein großes Thema zu sein, die Stadt. Der Platz sieht schon spektakulär aus. Also, Der Brunnen scheint ach, ja das auch ist ein besonders Brunnen. zu sein. Vielleicht hat ja einer von euch da nähere Infos. Wir haben gar keine Ahnung. Ich habe Altötting noch nie in meinem Leben vorher gehört gehabt. Aber es scheint Aber es ist eine schöne größere Nummer zu sein Ja. in der Kirchenwelt. Und es ist eine sehr schöne Altstadt. Eine Ansammlung von europäischen Fahnen spricht auch dafür, dass sich der ein oder andere Tourist mal hin verirrt und nicht nur ein Vanlifer. Aber so zum Vanlife, Camping bzw. Stehen war es jetzt auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Dann geht die wilde Fahrt weiter. Ja, mal gucken, wo wir heute Abend enden. So richtig wissen wir es noch nicht. Mittlerweile ist es stockduster draußen. Also wir sind vorhin noch echt in einen schönen Sonnenuntergang reingefahren. Oh ja. Und sind jetzt im Dunkeln in der Nähe vom Starnberger See angekommen. Wir sind in Starnberg. Quasi ja. Minimal außerhalb. Echt? Okay. Ja, minimal außerhalb. Ja, das ist jetzt ja einfach so ein Schotterparkplatz. Wir haben jetzt auch tatsächlich nicht mehr viel gesehen, außer dass Fabi noch fast gegen eine Brücke gefahren ist. Ja, es ist halt... Stopp! Ist halt ein bisschen länger und ja, es ist schon ab und zu mal ein bisschen heikler, aber bisher haben wir noch keinen Schaden. Ja, genau. Und jetzt haben wir uns gerade noch ein paar Brötchen gekauft und werden jetzt noch was essen. Ja. Und ja, das war's dann, glaube ich, auch für den Tag heute. Die Woche ist, wie gesagt, gar nicht so viel bei uns passiert. War eher eine stinknormale Alltagswoche, aber ja, da können wir dann morgen nochmal drauf eingehen. Yes. So, gute Nacht. Gute Nacht. Ich wünsche jetzt die Woche der wunderschönen Stellplätze. Starnberger See. Und ja, das ist jetzt wirklich ganz schön. Da hinten steht noch einer. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Bisschen versteckt. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass wir uns hier festfahren. Vor allem da hinten, da wird es echt matschig. Ihr seht, es hat hier richtig schön geregnet. Wir waren jetzt in Starnberg. Müssen sagen, es hat uns nicht so gut gefallen. War jetzt nicht so die Perle, die Stadt. Ja, vielleicht hat das Wetter jetzt auch mit reingespielt. Aber ja, war jetzt nichts. Ich glaube, im Sommer ist es halt schön mit dem See und Ja, dann da auf jeden Fall. kannst du baden und Stand-Up-Paddle fahren oder was auch immer. Aber ja, das Wetter war heute halt einfach schlecht. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir irgendwo Wasser herbekommen, weil bei uns geht langsam das Wasser leer und wir müssen duschen. Ja, Stimmt's? fettige Haare. Also immer, wenn ihr uns beide mit Mütze seht, könnt ihr euch denken, dass wir ungewaschene Haare haben. Ich habe eigentlich immer die Mütze auf. Ja, gut, das stimmt. Da hinten ist ein Wasserwerk, aber leider gibt es ja nichts zum Abzapfen. Ja, jetzt heißt es aber erstmal wieder, so wie immer, Pablo aufräumen, abfahrbereit machen, damit nichts rumfliegt. Und ja, dann schauen wir mal. Also wir haben es jetzt schon öfter gesagt, aber diese Woche ist wirklich einfach nichts großartig Spannendes passiert, sondern ja, einfach so ein ganz normaler Alltag, wie ihr ihn vielleicht auch in eurer Wohnung in Deutschland oder wo auch immer habt. Das gehört aber auch mal für uns zumindest zum Vanlife mit dazu, weil ja, es ist für uns ja einfach jetzt nach 2 Jahren keine Reise mehr in dem Sinne, sondern wir haben uns dazu entschieden, Pablo unseren Kastenwagen als Wohnung zu betrachten, als Eigentumswohnung. Und deswegen kann es da nicht immer nur Action geben. Wäre auch nicht schlecht, wenn es wieder ein bisschen Action geben würde, aber
Ja, so Wochen kommen hoffentlich auch wieder, aber wie gesagt, es kann halt nicht jede Woche so sein. Eigentum ist ein guter Stichwort, weil wir für unseren Teil finden schon, dass natürlich Vanlife ist auch eine übelste Instagram-Blase und in Social Media natürlich aktuell immer noch sehr präsent. Aber es ist schon, wir hatten das schon ab und zu mal angespielt, glaube ich auch ein Stück weit mehr, weil viele, gerade in unserem Jahrgang, ja einfach Probleme haben, ihr Geld in Eigentum umzulegen. Also ich glaube, vor 10, 20 Jahren war das alles noch nicht so ein Thema. Da waren die Immobilienpreise auch schon sehr hoch. Aber da war es noch realistisch, als junger Geldverdiener oder als Pärchen irgendwie sich ein Eigenheim in einem Vorort oder so zu kaufen. Das ist aktuell einfach sehr, sehr unrealistisch und wirklich fernab von realistisch. Wir haben ja einen Zweitkanal und da hatte ich mal ein Video veröffentlicht, auf dem ich durchgerechnet habe, was uns eine wirklich schnöde 3-Zimmer-Wohnung in der Region Stuttgart kosten würde und wie lange wir dafür brauchen würden, um das abzufinanzieren. Und das sind dann locker 40, 50 Jahre für eine Wohnung ohne Grundstück, nicht mitten in Stuttgart, sondern in einem Vorort. Das ist schon heftig. Ich habe nämlich tatsächlich in der letzten Zeit öfter drüber gesprochen und auch mal drüber nachgedacht, weil vielleicht auch mal 1, 2 Kommentare dazu kamen, dass es manchmal auch ein bisschen langweilig ist, einfach nur so einen schnöden Alltag jetzt hier zu zeigen. Und da haben wir viel drüber gesprochen und für uns ist es, wie ich gerade auch schon gesagt habe, einfach unser Lebensstil. Zum einen, weil uns dieses Freiheitsgefühl extrem gut gefällt. Wir beide wüssten jetzt tatsächlich auch nicht so richtig, an welchem Ort in Deutschland wir uns niederlassen sollten. Wir könnten es uns aber jetzt auch gar nicht leisten, uns Eigentum anzuschaffen oder zu finanzieren. Ich habe einen tollen Arbeitgeber, der mich auch unterstützt. Fabi hat sich frisch selbstständig gemacht vor einem Jahr, sodass wir da natürlich jetzt auch nicht Unmengen an Geld ansparen könnten. Aber selbst Miete zahlen in Deutschland ist ja mittlerweile einfach super teuer in den Städten oder auch auf dem Land, weil immer mehr Leute natürlich aufs Land wollen. Und für uns ist jetzt dieser Kastenwagen und das Vanlife, es ist halt auch so ein Style-Wort, sage ich mal. Aber für uns ist es einfach unser Lebensstil geworden, weil wir Lust drauf haben, aber weil es auch einfach das ist, was wir uns leisten können. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass das unser Eigentum ist, was wir natürlich auch nochmal selbst erschaffen haben. Aber es wäre uns, wie Fabi gerade schon gesagt hat, gar nicht möglich, jetzt eine eigene Wohnung oder ein Haus in Deutschland zu kaufen. Ich denke, viele auch wollen natürlich irgendwas haben, das ist nicht nur um das Eigenheim oder sich an sich zu besitzen, sondern ein Ziel oder ein Projekt zu haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch, warum dieser Trend so geboomt hat in den letzten Jahren, weil es glaube ich, für viele aus unserer Generation einfach unrealistisch war, so ein Projekt wie ein Eigenheim zu stemmen oder anzugehen und dann flüchtet man sich in Anführungszeichen vielleicht in so ein Projekt, wo man auch was von hat und das auch einfach realistisch ist und man sich halt einfach nicht die nächsten 40, 50 Jahre übernimmt und halt so ein Risiko trägt. Wir wissen alle, in was für einer Welt wir aktuell leben und wie schnell sich Situationen ändern, ob das jetzt das Ding mit dem C ist oder der Krieg im Osten Europas. Das sind einfach Faktoren, die hätte man vor 5 Jahren niemals gedacht, dass sie realistisch sein könnten und auf einmal passiert sehr viel in kurzer Zeit. Und das spielt da halt auch einfach mit rein. Finde ich auch und ich kann sogar auch alle Leute verstehen, die jetzt schon 30 Jahre ein Wohnmobil fahren und da vielleicht auch ein bisschen genervt sind, weil jetzt immer mehr Kastenwägen werden oder immer mehr Wohnmobile. Aber vielleicht kann man es auch mal aus der anderen Seite betrachten, dass es für viele Leute, auch in unserem Alter, aber auch unabhängig von dem Alter, die einzige Möglichkeit ist, sich frei zu entfalten, Eigentum zu haben, Projekte umzusetzen. Genau. Und es gar nicht bei allen Leuten immer was mit Instagram oder YouTube zu tun hat. Natürlich wird man dadurch beeinflusst und auch inspiriert. Wurden wir auch, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich auch anfangs, als unser Australienplan gescheitert ist, von Instagram inspirieren lassen zum Thema Van. Aber da ist für uns einfach viel, viel mehr draus geworden. Und deswegen gehören halt auch so Alltagswochen mit dazu, weil wir uns, es ist halt unser Zuhause, unser rollendes Zuhause. Aber so eine Van-Life-Woche kann halt auch mal langweilig sein, wie sie bei jedem Zuhause auch mal langweilig ist.
Ja, und trotzdem hatten wir total viele Stellwechsel und sind durch mehrere Länder durchgefahren. Viel gesehen. Haben sehr viel gesehen. Aber am Ende des Tages ist es halt einfach mehr, als dass wir das jetzt nur für die Kamera machen, sondern wir machen das ja auch, um ein Projekt für uns zu haben, wo wir uns ein Stück weit selbst verwirklichen können. Wir wollen auch gar nicht immer so gegen einen normalen Lebensstil irgendwie uns dagegen sprechen. Überhaupt nicht. Bei uns ist es halt einfach so, dass ich kann nur von mir sprechen, dass ich mich an einem Ort schnell langweile. Ja, wie das Fabi gerade gesagt hat, das ist uns einfach in den letzten Jahren oft so passiert, weil wir haben ja auch schon an verschiedenen Orten in Deutschland gewohnt, aber auch im Ausland. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir jetzt noch nicht bereit sind, uns an einem Ort niederzulassen. Das kann in der Zukunft passieren. Wir wissen noch nicht wo und wie und was. Aber natürlich haben wir auch vor, irgendwann mal vielleicht ein kleines Grundstück zu haben. Keine Ahnung, ob das in Deutschland, in Timbuktu sein wird. Ja. Aber das ist schon auch unser Plan. Aber jetzt aktuell ist es einfach so, dass wir gerade gar nicht wüssten, wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin? Und wir es auch sehr genießen, so viel Unterschiedliches zu sehen und uns Inspiration zu holen oder Leute kennenzulernen. Ja, und so ein Projekt, da fangen wir wieder von vorne an. Das ist einfach schwierig mit der aktuellen Lage, mit den Preisen von Immobilien. Und zusätzlich ist es leider in Deutschland sehr schwierig, was in die Richtung Tiny House oder alternatives Wohnen oder was weiß ich was, da was umzusetzen, weil die rechtliche Lage einfach nicht gegeben ist oder sehr schwierig ist. Und da irgendwas in Deutschland zu finden, da wird es einem einfach wieder schwer gemacht, nicht ein Standardhaus zu haben, wo man einfach 40, 50 Jahre abbezahlt. Kann man machen, aber das wollen wir einfach nicht, weil ganz ehrlich, also so eine Verpflichtung über so einen langen Zeitraum einzugehen, ist aktuell irgendwie für uns unrealistisch. Und ich glaube, das sehen viele andere so und deswegen gucken auch viele andere Leute oder viele andere in unserer Generation nach Tiny Häusern, nach Vanlife, nach irgendwas, was ihm irgendwie ein Projekt gibt. Auch wenn es halt gerade boomt auf Instagram, aber trotzdem ist da mehr dahinter. Und wer jetzt einfach nur sagt, das ist alles von Instagram und YouTube angefeuert, auch ja, aber die Generation hat einfach gerade ein Problem und darüber muss man auch sprechen, finde ich. Und da muss man auch sagen, hey, okay, vor uns wurde es leicht gemacht, vor 20 Jahren war das noch möglich, vor 30 Jahren war das noch möglich, ein Eigenheim mit einem normalen Job zu haben. Mittlerweile muss man, weiß ich nicht, Vorstandsvorsitzender von irgendeinem Aktienkonzern sein, um sich irgendwo ein Haus zu kaufen. Finde ich schwierig. Was der ganze Bogen sollte: Alltag gehört im Vanlife dazu, Alltag gehört im eigenen Haus dazu, Alltag gehört in der Mietswohnung dazu und ja, das ist halt manchmal so. Wir freuen uns jetzt auch schon wieder, wenn wir mal ein paar actionreichere Wochen haben natürlich, aber so Wochen gibt es eben auch und die Seite wollen wir euch natürlich auch zeigen. Wie sagt man, es ist ein zweischneidiges Blatt. Schneidiges Schwert, Schatz. Du sagst immer Blatt. Ich sag immer Blatt. Das hast du gestern auch schon gesagt. Es ist ein zweischneidiges Schwert. So, die Fahrt ging jetzt weiter. Leider die Kamera nicht zur Hand, aber wir hatten gerade schon ein richtiges Wasserdebakel. Hier ist so eine Steckverbindung für einen Gardena und wir hatten erst hier das Teil drauf, den Metallschlauch, und das ist dauernd rausgeflutscht. Und dann gab es hier eine schöne Wasserfontäne. Da ist richtig Druck drauf hier. Aber ist eigentlich ganz cool, weil du siehst hier direkt, wie viel Wasser schon drin ist und man zahlt hier immer pro 10 Liter oder gibt dann halt die andere Staffelung noch. Ja, es ist hier nett am Wald. Ich glaube, man kann hier auch ein bisschen spazieren gehen. Zahlt jetzt hier 10 € für 24 Stunden. Dadurch, dass es so kühl ist und so herbstlich, hatten wir gerade beide richtig Lust auf eine Ramensuppe. Da haben wir gerade alles für eingekauft und machen uns jetzt gleich erstmal eine richtig leckere Ramensuppe. Aus einer wunderschönen süddeutschen Stadt verabschieden wir uns für diese Woche. Mal gucken, ob es einer errät anhand des Videos, wo wir gerade sind. Wir verraten es nicht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Macht's gut alle zusammen. Tschüss. Übrigens, es ist nicht unser 30. gewesen. Nee, mein 30. Der steht erst nächstes Jahr im Februar also schreibt euch schon mal in die Kalender. Wir wünschen euch ein wunderschönes, erholsames, sonniges, tolles Wochenende und haben uns gefreut, dass ihr
bis zum Schluss dran geblieben seid. Macht's gut alle zusammen. Tschüssi. Tschüss. Worauf wartest du? Warte, dass du was Schlaues sagst. Na komm. War das schlau genug? You had me at a la 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 la